St. Gaudens says, my afflictions and their subtle traces are not yet finished. Please bless me by cutting the root of all hopes and desires. Dann sagt St. Gaudens, meine Plagen oder Verdunklung und ihre subtilen Spuren sind noch nicht an ein Ende gekommen. Bitte segne mich mit dem Abschneiden der Wurzel von allen Hoffnungen und Begierden. This notion of subtle traces is very important. Und diese Idee von subtilen Spuren ist sehr wichtig. For example, in the traditional story of the Buddha, at the moment when he's sitting under the Bodhi tree, he gains enlightenment. Zum Beispiel in der traditionellen Geschichte von dem Buddha wird berichtet, dass er unter dem Bodhi-Baum sitzt und schlussendlich Erleuchtung erlangt. So according to the tradition, his mind is then pure and he has no more of these afflictions, stupidity, desire and so on. Der Tradition gemäß ist dann sein Geist vollständig gereinigt und er hat keinerlei Verdunklung oder Plagen wie Dummheit, Begierde, Hass und so weiter. There's no basis for accumulating more karma or from that point of view of receiving more karma. Es gibt keine Basis dafür, mehr Karma anzusammeln oder von diesem Standpunkt aus betrachtet auch mehr Karma überhaupt zu empfangen. However, the intensity of the previous action has left a subtle trace. Dennoch hat die Intensität früherer Handlungen subtile Spuren hinterlassen. The traditional example for this is that if you have the musk pod from the musk deer, and which has a very strong smell, and you keep it in a jar. Das traditionelle Beispiel dafür ist, dass wenn man die Moschusdrüse eines Moschushirschen in einem Töpfchen aufbewahrt, in einem Gefäß aufbewahrt. If you keep it there for a few days and then take it out, although there is no musk pod left in the jar, the smell will still be very strong. Wenn man also diese Moschusdrüse da einige Tage aufbewahrt und sie dann aus dem Gefäß rausnimmt, obwohl die Drüse selbst dann schon heraus ist, wird der Geruch immer noch vorhanden sein. And so after he gained enlightenment, the Buddha still had some problems. Und nachdem Buddha Erleuchtung erlangt hatte, hatte er immer noch einige Probleme. These were seen as the final working out or releasing of these subtle traces or kleshas. Und das wurde gesehen als das endgültige Abarbeiten oder Befreien von diesen subtilen Spuren der Kleshas, der Plagen. Or rather they're called klishta avarana, the subtle trace of the klesha, of the affliction. Das nennt man dann Klishta Avarana, das sind die subtilen Spuren der Kleshas oder der Verdunklung. So we want to be free of both the gross or powerful tendencies that we have to get involved, but also the subtle traces whereby we are hooked back into something. Was wir also anstreben, ist frei zu sein von den groben Formen von Kleshas und Verdunklungen, aber auch von ihren subtilen Spuren, die sozusagen wie Häkchen wirken, die uns wieder zurück zu bestimmten Dingen zurückziehen. So you might not have smoked for many, many years. Es kann sein, dass ihr zum Beispiel schon vor vielen Jahren aufgehört habt zu rauchen. But you're on holiday in France, sitting in a café. Aber dann sind wir vielleicht in Frankreich in Ferien und sitzen in einem schönen Café. And someone lights a gitane next to you. Jemand zündet sich eine Gitane an neben uns. The nose is twitching. Und die Nase kitzelt. Because the potential for interest in tobacco it's become latent. Und das liegt daran, dass das Potenzial für Interesse an Tabak gewissermaßen latent vorhanden ist. And the latency of the active mobilization can continue for a long time. Und diese Latenz einer aktiven Mobilisierung kann für lange Zeit fortgesetzt sein. So in the field of addiction they talk a lot about relapse prevention. Und im Bereich der Suchtbehandlung spricht man viel von Rückfallprävention. Because there's a lot of attention to how these pathways of arousal linked with particular kinds of substances and objects become quiescent with non-activation, but they haven't yet vanished.
Es gibt eine Menge Diskussion darüber, wie diese verschiedenen Pfade der Erregung, die mit verschiedenen Substanzen verknüpft worden sind, sozusagen zwar in gewisser Weise stillgelegt worden sind, weil sie nicht aktiviert werden, aber deswegen sind sie noch lange nicht verschwunden. And Gampopa, in his famous book, The Jewel Ornament of Liberation, Und Gampopa in seinem berühmten Buch Juwelenschmuck der Befreiung gives an example of a general who killed many people, gibt das Beispiel eines Generals, der viele Leute getötet hat. and then he decided this is a bad way to live my life. He left his military career. Und dann entschied er, dass es eine schlechte Art und Weise ist, sein Leben zu leben und ließ die militärische Karriere hinter sich. And got some good instruction and practiced intensive meditation for many years. Bekam eine gute Unterweisung und praktizierte intensive Meditation viele Jahre lang. Deeply committed to his new way of life. Und war auf eine tiefe Art verbunden oder verpflichtet seiner neuen Lebensweise. And every day he did his tantric meditation, which involved making various kinds of offerings of food and so on to the deities. Jeden Tag verrichtete er seine tantrische Meditation, die auch verschiedene Arten von Opfergaben, insbesondere von Nahrungsopfergaben an die Gottheiten beinhalteten. And usually you scatter some parts of that for the protector deities and so on. Und für gewöhnlich verstreut man dann anschließend einen Teil davon in der Landschaft herum für die Beschützer und für die Gottheiten. So one day he's sitting outside his cave. Eines Tages sitzt er vor seiner Höhle He has some rice and samba and he scatters it out. und hat in der Hand ein bisschen Reis, ein bisschen Zampa und er streut das so aus. And a big flock of birds arrives. Es kommt eine große Gruppe von Vögeln. And as he sees the birds, he thinks, oh, when I was a general, my army would descend just like these birds. Und wie er diese Vögel sieht, denkt er, oh, als ich General war, fiel meine Armee über die Gegner her wie diese Vögel. If I had as many soldiers as these birds, I would defeat all my enemies. Wenn ich so viele Soldaten, wie es diese Vögel gibt, gehabt hätte, hätte ich immer meine Feinde besiegt. And he left his cave and went back to killing people. Und dann verließ er seine Höhle und kam zurück zum Töten. And this is why these subtle traces are very dangerous for us. Und das ist der Grund, warum die subtilen Spuren für uns sehr gefährlich sind. Because they are the traces of saying yes to something. Denn sie sind die Spuren des Ja-Sagens zu etwas. So now we change and we say no to drugs or alcohol, whatever it is. Wir haben uns verändert, wir haben jetzt Nein zu Drogen oder zu Alkohol gesagt oder was immer es ist. But because we've said yes many times, the possibility of yes is deeply embedded. Weil wir aber Ja gesagt haben, viele Male ist die Möglichkeit eines Ja-Sagens auf eine tiefe Weise verwurzelt. So for meditators it's very important. Das ist für Meditierende sehr wichtig. Because you can meditate for years and years and years, but still find your mind slipping into these pathways. Denn du kannst Jahre und Jahre meditieren und immer noch finden, dass dein Geist in solche Pfade zurückleitet. The key thing is not to turn that onto yourself and think, I don't know how to meditate, or my meditation is a waste of time. Schlüsselpunkt hier ist, das nicht gegen sich selbst zu wenden und irgendwie einfach festzustellen, dass wir nicht meditieren können oder dass was auch immer dass die Meditation schwach sei oder was immer. Rather, we want to reflect, oh, this is a sign that I have been getting distracted for many, many lifetimes. Sondern man sollte lieber das als ein Zeichen erkennen, dass man diese Zerstreuung viele Lebenszeiten unterworfen war. I'm not in a race with other people, it's not a competitive endeavor. Ich bin ja nicht in einem Wettrennen mit anderen Leuten, es geht hier nicht um einen Wettbewerb mit eine wettbewerbende Unternehmung. I commit myself to doing the practice again and again. Ich verpflichte mich selbst, diese Praxis wieder und wieder zu machen. And in particular, he's saying that he wants to cut free of this
desire and hope. Insbesondere stellt er fest oder bittet darum, freigeschnitten zu werden von diesem Begehren und dieser Hoffnung. Normally we have a polarity between hopeful and hopeless. Normalerweise befinden wir uns in einer Polarität zwischen hoffnungsvoll und hoffnungslos. Feeling hopeless is not very useful. Sich hoffnungslos zu fühlen ist nicht sehr nützlich. So maybe better to be hopeful. Vielleicht ist es also besser, Hoffnung zu hegen. But hopes are dangerous because they are a projection into the future. Aber Hoffnungen sind auch gefährlich, weil sie Projektionen in die Zukunft sind. I hope that I gain this. I hope that I achieve this. Ich hoffe, dass ich dies oder jenes gewinnen oder erreichen werde. That's what I want. Das ist das, was ich will. So my meditation practice is a means to an end. Das ist meine Meditationspraxis, ein Mittel zum Zweck. This is a contamination. Und das ist eine Verschmutzung. We sit when we're sitting. We walk when we're walking. Wir sitzen, wenn wir sitzen und gehen, wenn wir gehen. When we're sitting, we're just here. Wenn wir sitzen, sind wir einfach da. Why are we sitting? Warum sitzen wir? Because we're not walking, we're not sleeping, we're not talking. Weil wir gerade nicht gehen, nicht schlafen und nicht reden. Why are you sitting? Warum sitzt du? Why not? Warum nicht? I'm just sitting. Ich sitze bloß. There's no purpose. Kein Zweck. There's no purpose. I'm just sitting. Ich sitze einfach so, ohne Zweck. As soon as you start to have a hope and an intention, you develop an instrumental attitude. Sobald wir irgendeine Intention oder eine Hoffnung anfangen zu entwickeln, entwickeln wir auch eine instrumentalisierende Haltung. And your lucky local boy, Mr. Heidegger, he wrote a lot about the danger of technical thinking. Und unser glückliche lokale Philosoph Heidegger hat eine Menge über die Gefahren des technischen Denkens geschrieben. Because this kind of mechanical thinking is itself a displacement from the lived experience of what he would call Dasein. Denn diese Art von mechanischem Denken in sich ist schon ein Herausfallen aus der tatsächlichen Erfahrung der Existenz, das was Heidegger als das Dasein bezeichnete. The ego is technical. Das Ego ist technisch. The ego it survives by finding things to do and improving how things are done. Das Ego überlebt, indem es Dinge zu tun findet und indem es herausfindet, wie die Dinge getan werden müssen. The more people rely on their mobile phones and all the apps, the more they are caught into this Android mentality. Je mehr die Leute auf ihren Smartphones und ihren Applikationen sich verlassen, desto stärker wird ihr Geist sozusagen dieser Android-Mentalität zugewandt. And this basic structure of that is me plus machine is better than me. Und diese grundlegende Struktur ist, dass Ich plus Maschine besser ist als einfach nur ich. But the next step of that logic is very difficult. Aber die nächste Stufe dieser Logik ist dann sehr schwierig. It is machine without me is better than machine with me. Die nächste Stufe ist, die Maschine ohne mich ist besser als die Maschine mit mir. And this robot world is coming very close to us. Und diese Roboterwelt kommt sehr schnell, sehr nah an uns. In the house where I live, some new taps were put in the bathroom and I don't know how to change the washer. In dem Haus, in dem ich lebe, sind einige neue Wasserhähne installiert worden und ich weiß nicht, wie man dort Veränderungen vornimmt. Something as basic and still mechanical as that, which has now become a source of amazement to me. Etwas so Simples, Grundlegendes und Mechanisches wie das wurde für mich zu einer Quelle von Staunen. So this electronic world is beyond most people's comprehension. Diese elektronische Welt befindet sich wirklich jenseits vom Verständnis der meisten Leute. The reliance on the machine both makes you more, on one level, more intelligent, more efficient, but it also makes you much less intelligent. Dieses sich stützen auf Maschinen macht dich auf eine Seite, der einen Seite mehr effizient und intelligenter, aber auf der anderen Seite auch weitaus weniger intelligent. But it's not just that. And I think these are important things to consider.
When we come here, we walk in the forest, we see the trees. Aber das ist nicht nur das, und das ist etwas, was wir wirklich der Betrachtung unterziehen sollten. Wenn wir zum Beispiel hier ankommen und wir laufen durch den Wald, dann sehen wir die Bäume. The forest is a realm without straight lines. Und der Wald ist ein Gebiet, ein Bereich ohne gerade Linien. If you go back into Freiburg, there's plenty of straight lines. Wenn du nach Freiburg zurückgehst, gibt es eine Menge gerade Linien. Most houses have straight lines. Die meisten Häuser haben gerade Linien. We look out the window at the trees and then you look around this room. It's completely different modality. Wenn man aus den Fenstern schaut und dann wieder im Raum schaut, sieht man, dass sozusagen hier zwei vollkommen verschiedene Modi vorhanden sind. Human dwellings are very artificial. Menschliche Behausungen sind sehr, sehr künstlich. Many yogis in Tibet lived in caves. Viele Yogis in Tibet lebten in Höhlen. They piled up some stones on the front to protect from the wind coming in, and they lived like that, close to the shaping of nature. Sie haben dann Steinmauern im Eingang errichtet und waren beschützt vor dem Wind, aber sie lebten in einer Natur, die sozusagen auf natürliche Weise geformt war. When you come into binary systems of calculation and the foundational principles for artificial intelligence and so on, you're moving further and further away from our embodied experience of the world. Wenn man aber in diese binäre Welt der Kalkulation, der Berechnung kommt und in die Strukturen, die sozusagen auch künstliche Intelligenz zugrunde liegen, dann entfernt man sich weiter und weiter von den grundlegenden Aspekten oder Formen des Lebens. So it's very important to be aware of whole body aesthetics. Es ist also sehr wichtig, sich der Ästhetik des gesamten Körpers bewusst zu sein. Sitting in front of a computer screen all day is not a rich aesthetic experience. Also den ganzen Tag nur vor dem Bildschirm eines Computers sitzen, ist das keine wirklich sehr reiche ästhetische Erfahrung. Even if what is displayed on the screen is sometimes interesting. Selbst wenn das, was auf dem Schirm gezeigt wird, manchmal interessant sein mag. You're looking at a box. Schaust du dir doch eine Box an. A box which is generating itself according to rules. Das ist eine Box, die sich selbst erschafft, gemäß gewissen Regeln. When you walk in the forest, it's not based on rules. Wenn man im Wald herumgeht, ist es, was wir sehen, nicht auf Regeln basierend. It's based on complex conversations. Es ist basiert auf komplexen Unterhaltungen. You see how the trees grow together and they kind of push each other a little bit to get some light. Wir sehen, wie die Bäume zusammen aufwachsen, wie sie sozusagen gegenseitig so ein bisschen drängeln, um ein bisschen Licht zu bekommen. A bit collaboration, a bit of conflict. Ein bisschen Zusammenarbeit, ein bisschen Konflikt. So it's very important to see that the modern world, from a Dharma point of view, has many forces of further alienation. Daher ist es sehr, sehr wichtig zu erkennen, dass die moderne Welt vom Standpunkt des Dharma betrachtet viele Kräfte von Entfremdung aufweist. Disembodied alienation is pervasive when people walk down the street looking at their phone. Und diese entkörperte Entfremdung ist sozusagen umfassend, wenn Leute auf der Straße umherlaufen und alles, was sie tun, ist in ihrem Smartphone zu schauen. What's happening in this screen is more important than anything around me. Was auf diesem Schirm passiert, ist wichtiger als alles, was um mich herum geschieht. And it's certainly more important than you who are walking towards me. Und es ist natürlich wichtiger als du, der du mir entgegenläufst. This is narcissistic rudeness. Das ist eine Art Form von narzisstischer Grobheit. It is vulgar. Sehr vulgär. And these people should be thrashed. Das sind Leute, die mal auf den Hut hauen. But now there is permission to do it. It's now normal. Aber heutzutage besteht eine Erlaubnis, es zu tun, es gilt als normal. What it means is, I walk down the street, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Was es aber bedeutet, ist, dass ich die Straße entlang laufe und jedem, der vorbeigeht, meine Missachtung erweise. Because it is aggressive. Eine Form von Aggression. Why? Because it's the denial of the existence of the other. Warum? Weil es eine Verneinung der Existenz der anderen ist. Buddhism is concerned with wisdom and compassion.
Buddhismus behandelt oder handelt von Weisheit und Mitgefühl. Wisdom opens the space of awareness which is then available for compassionate contact. Weisheit eröffnet den Raum, den leeren Raum, der dann verfügbar wird für Kontakt und Mitgefühl. When we meditate, we realize that the limit to our openness is our self-referential fixation. Wenn wir meditieren, dann erkennen wir, dass die Begrenzung unserer Offenheit in diese selbstbezogenen selbstbezogenen Fixierung liegt. So I think we just need to be aware of the impact that this technology has on our mind. Wir sollten uns also dessen gewahr werden, welchen Einfluss diese Technologie auf unseren Geist hat. So he's saying, I want to be free of hopes. Means I want to be present here and now. Er sagt also, ich möchte gerne frei von Hoffnung sein, was nichts anderes ist, als wirklich gegenwärtig im Hier und Jetzt zu sein. When you're looking into the screen, you're somewhere else. Wenn du in deinen Schirm schaust, bist du woanders. The screen is always dislocating you from where you are. Das heißt, dieser Bildschirm versetzt dich immer aus dem Platz weg, wo du gerade bist. It feels useful to us because it seems to bring there to here. Es erscheint für uns nützlich zu sein, weil es scheinbar das dort nach hier bringt. But it's actually taking me from here to there. Aber in Wirklichkeit nimmt es mich von hier nach dort. We live in that world. We just need to be more kind to ourselves and a little bit suspicious about the overvaluing of that way of life. Weil wir in dieser Welt leben, sollten wir ein bisschen mehr skeptisch darüber sein und uns das vielleicht anschauen, was es bedeutet, diese Art von Lebensform überzubewerten. James? When you referred to the root of this, what exactly is meant by the root of this hope and fear? Well, the root is duality. Duality is the root of every polarized interaction, self to other, me to my future, me to my past. It's always me standing in relation to something else. So it's dualistic and dialogic. Die Frage war, worauf bezieht sich der Begriff Wurzel hier in diesem Zusammenhang? Und er sagt, die Wurzel ist immer der Dualismus, die Dualität zwischen Subjekt und Objekt. Wenn wir innerhalb von Dualität operieren, dann ist alle Polaritäten, die uns begegnen, entspringen diesem Dualismus. Ich und andere, ich und meine Zukunft, ich und meine Vergangenheit, alles das operiert auf dieser dualistischen Ebene. Cutting the root is a very popular image in this kind of text. Die Wurzel durchschneiden ist ein sehr populäres Bild in dieser Art von Text. But you could take it in the other line. Aber man könnte dem auch eine andere Interpretation geben. Because actually we don't want to cut the root. Denn in Wirklichkeit wollen wir gar nicht die Wurzel durchschneiden. We want to extend the taproot. The deep root, the long taproot. Okay, wir wollen die Hauptwurzel erweitern. Because at the moment, our desires, our hopes, our mental agitation is rooted in our ego formation. Denn im Moment sind unsere Begierden, unsere Hoffnungen, unsere Aufregungen alle in der Ego-Formation verwurzelt. And because it's difficult for us really to examine the truth of the ego formation, it appears to be the absolute limit, the basis. I am what I am. Und weil es für uns so schwierig ist, sozusagen diese Ego-Formation einer Untersuchung zu unterwerfen, erscheint sie als die absolute Grenze dessen, was wir sind. Sie lässt uns sagen, ich bin, was ich bin. But what is the ground of the ego? Was aber ist der Grund oder der Boden, auf dem das Ego beruht? Open, spacious mind. Das ist der offene, raumhafte Geist. So you could cut the root of the ego or plant it deeper. Man könnte also die Wurzel des Ego schneiden oder sie tiefer verpflanzen. You see that your hopes are the imagination. Wir erkennen, dass unsere Hoffnungen einfach Vorstellungen sind.
Our imagination is the rich potential of their mind to imagine all kinds of situations. Und unsere Vorstellungen sind nichts anderes als das reiche Potenzial unseres Geistes, uns alle möglichen Situationen vorzustellen. The empty mind is full of potential which arises as I want to go for my holidays to New York. Der leere Geist ist sozusagen die Quelle für alle möglichen Vorstellungen und darin könnte auch eben die Idee aufkommen, ich will meine Ferien in New York verbringen. In that way, New York is arising out of emptiness. Und auf diese Weise entsteht New York aus der Leerheit. It's illusory. Es ist eine Illusion. Whether you go to New York or not, it's illusory. Ob du da hingehst oder nicht hingehst, das ist illusorisch. By seeing the illusion, you plant the root in emptiness. Indem du das Illusorische daran erkennst, pflanzt du die Wurzel in Leerheit. By seeing essence and substance, you plant the root in the ego. Indem du Essenz und Substanz siehst, pflanzt du die Wurzel im Ego. Cutting the root means don't let these things grow. Man könnte sagen, das Wurzel durchschneiden bedeutet, lass diese Sachen nicht wachsen. Some people in England anyway solve the problem of weeds by putting cement all over their garden. Manche Leute in England sowieso versuchen das Problem von Unkraut dadurch zu lösen, dass sie einfach ihren Garten zementieren. And that works for about 20 years and then they come back through again. Das funktioniert vielleicht 20 Jahre lang, aber dann kommen diese Kräuter wieder. The fact is the ground is fertile. Fakt ist, dass der Boden fruchtbar ist. We are alive. Wir sind lebendig. Wonderful possibilities move through us moment by moment. Es sind wunderbare Möglichkeiten, die sich durch uns hindurch Augenblick für Augenblick bewegen. We are touched and moved by all kinds of things. Wir werden von allen Arten von Dingen berührt und bewegt. Just watching the children playing together, it's lovely. Einfach die Kinder beim Spiel zuzuschauen, ist schon schön. You see all these different little movements of their faces. Und die all diese kleinen verschiedenen Bewegungen ihrer Gesichter sieht. This touches us. Das berührt uns. We come alive in a different way. Wir werden lebendig auf eine andere Art und Weise. This is the potential of the mind. Und das ist ein Potenzial des Geistes. So we don't want to flatten ourselves. Wir wollen uns also nicht irgendwie einfach verflachen. It's not about a kind of Hinayana avoidance in which you say samsara is very dangerous, I want to avoid it. Nicht in der Art einer Vermeidung im Sinne des Hinayana, in dem einfach gesagt wird, Samsara ist sehr, sehr gefährlich und schlecht und ich will es vermeiden. Rather, we're saying samsara is difficult if you don't know what it is. Wir sagen eher, Samsara ist schwierig, wenn wir nicht wissen, was Samsara ist. Samsara is the play of the mind, which doesn't recognize that it's the play of the mind. Samsara ist das Spiel des Geistes, der nicht erkennt, dass Samsara das Spiel des Geistes ist. Once you recognize it's the play of the mind, it's not a big problem. Sobald du erkannt hast, dass es das Spiel des Geistes ist, eigentlich kein großes Problem. So then he says the mantra again, Om Mahom Mahaguru Sarva Siddhi Hom, and I renounce the impermanent manifestations of the bad actions of this debased period and reject the things that held my hopes and desires. Dann sagt er wieder, Om Mahum Mahaguru Sarva Siddhi Hom, und dann sagte ich entsage den vergänglichen Manifestationen schlechter Handlungen dieser im Niedergang begriffenen Zeit und verwerfe die Dinge, die meine Hoffnung und meine Begierden festgehalten haben. So the manifestations of the bad actions of this debased period means the mad culture that we find ourselves living in. Manifestationen schlechter Handlung dieser dem Untergang verfallenen Periode heißen all die verrückten Äußerungen der Kultur, in der wir uns gerade befinden. The rapid squandering of the earth's resources through the fantasy that consumerist capitalism will lead to universal happiness and is sustainable forever. Zum Beispiel das Verschwenden der begrenzten Ressourcen der Erde in dieser Fantasie, dass der Verbraucherkapitalismus beständiges Glück
gewähren kann und sozusagen für immer aufrechtzuerhalten gilt. People imagine that their value is their clothes. Leute stellen sich vor, dass ihr Wert in ihrer Kleidung liegt. If I wear nice clothes, people will see I'm a nice person. Wenn ich schöne Kleider trage, dann werden die Leute mich als eine nette Person sehen. When I was a child, factories didn't have showers. Als ich ein Kind war, hatten Fabriken keine Duschen. People traveled on the bus in their dirty work clothes. Leute reisten mit dem Bus in ihren schmutzigen Arbeitskleidungen. They smelled of the factory where they worked. Sie rochen nach der Fabrik, in der sie gearbeitet haben. That's also the dignity of work. Und auch das ist eine Würde der Arbeit. I'm covered in dirt because I work. Ich bin mit Schmutz bedeckt, weil ich arbeite. But now everyone's washing and spraying and deodorating and Heute wäscht sich jeder und sprüht und deodorisiert sich. as if no smell, we don't work, we just manage. I'm a manager. So, als ob das so wäre, dass wenn man nichts riechen kann und kein Schmutz zu sehen ist, dass man sozusagen eigentlich gar nicht arbeitet, sondern nur managt. This is difficult for us because this is what he's saying. This is the manifestation of the bad karma. Das ist schwierig für uns, weil das ist das, was er eigentlich sagt. Das ist die Manifestation eines schlechten Karmas. Which is a modern cover-up. Eine moderne Verdeckung. If you're in India and you want to buy some meat, you see the butcher's got the dead body hanging in front of him and he cuts bits off it in front of you. Wenn du in Indien bist und du willst etwas Fleisch kaufen, dann musst du zum Fleischer gehen, da hat er diese ganzen Kadaver hängen und schneidet ein Stück für dich ab. Now you can go to the supermarket, it's already wrapped in plastic. Und wenn du jetzt im Supermarkt Fleisch kaufst, dann ist das alles schon bereits in Plastik eingewickelt. The link of cause and effect is vanishing. Die Verknüpfung zwischen Ursache und Wirkung verschwindet. So this smoothing over and covering up makes it more difficult to see what is going on. Dieses Ausglätten und Abdecken macht es für uns immer schwieriger zu sehen, was eigentlich vor sich geht. But even if we see that this is the case and I decide I'm going to renounce this and reject the things that held my hopes and desires, Aber selbst wenn wir sehen, dass das der Fall ist und dass wir sozusagen davon uns zurückziehen und die ganzen Dinge verwerfen, die unsere Hoffnungen, Begierden festgehalten haben, this grand gesture is not going to be enough. wird diese großartige Geste nicht genug sein. Because then he says, but then I am tormented by desire for the simple things of my daily life. Please bless me by cutting the root of desire and craving. Denn, wie er hier weiter sagt, aber dann werde ich von Begierden für einfache Dinge meines täglichen Lebens gequält. Gewähre bitte den Segen, die Wurzel von Begierde und Gier durchzuschneiden. Many years ago when I was in India, I knew a very nice American man. Viele Jahre zuvor, als ich in Indien war, da war ein sehr netter Amerikaner, who kept thinking about whether he should become a monk. der darüber nachdachte, ob er vielleicht ein Mönch werden sollte. And he decided, oh, I've had enough of this wild life, I'm going to be a monk, I'm going to have a simple life. So he gave away his possessions and he took the vows in very holy ceremony. Und so entschied er sich, das wilde Leben, das er bis dahin geführt hatte, aufzugeben und Mönch zu werden und gab sein ganzes Besitztum auf und nahm also in einer sehr heiligen Zeremonie die Gelübde auf sich. Yeah, we were all very impressed. It's a pretty good thing to do. Für alle waren sehr beeindruckt, das ist eine sehr gute Sache. But 2 days later in Bodenat, he was in the cafe asking, could someone buy me a coffee? Aber 2 Tage später war er schon in Bodenat in einem Café und fragte andere, ob sie ihm vielleicht einen Kaffee spendieren könnten. Because it's like that. So geht das. You can't just say, from this day on, I never do any bad things. Du kannst nicht einfach sagen, von heute an werde ich niemals mehr schlechte Sachen machen. These subtle tendencies are there. Die subtilen Tendenzen sind da. So we have to be subtle to find the subtle. Wir müssen also subtil sein, um das Subtile zu finden. Which is why in the kind of meditation we do together primarily, we are not proactively doing something like reciting mantras or visualizing. Das ist der Grund, warum wir in der Meditation
primär nicht etwas tun, wie Mantras zu rezitieren oder irgendwas zu visualisieren, but we're allowing the registering of what is arising. sondern wir gestatten eher einfach zu registrieren, was erscheint, So that it shows itself. sodass es sich selbst zeigt. If you walk in the forest and you see a deer, Wenn du zum Beispiel im Wald läufst und einen Hirschen siehst, then you have to stop. dann musst du anhalten. If you keep walking, the deer will run off. Wenn du weitergehst, dann wird der Hirsch verschwinden. But if you stop and you're very quiet, the deer looks at you. After a couple of minutes, starts eating again. Wenn du aber sehr still bist und aufhörst zu gehen und einfach nur schaust, dann schaut der Hirsch auch und dann isst er weiter. Now you have a chance to really see the deer. Jetzt hast du die Chance, den Hirschen wirklich zu sehen. It's exactly the same principle in meditation. Das gleiche Prinzip gilt in der Meditation. The more peaceful you are, the more possibility there is for the shy, more hidden aspects of yourself to start to manifest. Je friedlicher du bist, desto mehr Möglichkeiten gibt es, dass diese scheuen und versteckten Aspekte deiner selbst sich anfangen zu manifestieren. So, we want to cut the root of craving. Wir wollen also die Wurzel der Gier abschneiden. We crave for something because we feel we need it. Wir gieren nach etwas, weil wir das Gefühl haben, wir brauchen es. This needing the object, needing the other, exposes the sense of lack. Und dieses Objekt zu brauchen, das andere zu brauchen, beleuchtet ein Empfinden von Mangel. It means I am incomplete. Oder es drückt aus, ich bin unvollständig. Now, the view that we follow, Dzogchen means the great completion. Die Sichtweise, der wir hier aber folgen, das Dzogchen, ist die große Vollständigkeit. From the very beginning, the mind is complete. Von einem Anfang an ist der Geist vollständig. Awareness needs nothing, it's completely satisfied in itself. Bewusstheit braucht nichts, sie ist vollkommen zufrieden oder befriedigt in sich selbst. Moreover, each moment is complete in itself. Mehr noch, jeder Augenblick ist vollständig in sich selbst. But the energy vortex of the ego feels this lack. Aber der Energiewirbel des Ego, das fühlt diesen Mangel. I is an empty signifier. Ich ist eigentlich ein leerer Bedeutungsträger. It has no content of its own, but it's always claiming content. Es hat keinen Inhalt aus sich selbst heraus, aber es behauptet immer einen Inhalt zu haben. So it's always devouring more and more. Und deswegen frisst es immer mehr und mehr. And this devouring and yearning keeps us projecting value onto the idealized other. Und dieses Verschlingen und diese Sehnsucht lässt uns fortgesetzt auf den anderen irgendeinen Wert zu projizieren. To provide some fantasy solution. Um irgendwelche Fantasielösungen vorzubringen. If only I was more beautiful, was younger, had more money, lived in another country. Wenn ich nur schöner, jünger, reicher wäre, in einem anderen Land leben würde. If only I had met the Dharma when I was younger. Hätte ich bloß dem Dharma begegnet, als ich noch jünger war. If only I had done more meditation practice. Hätte ich nur mehr meditiert. If only I was somebody else. Wenn ich nur jemand anders wäre. Something is missing. Irgendwas fehlt immer. What is missing? Was aber fehlt? The ground. Der Boden. Why is it missing? Because the root's not in it. Warum fehlt er? Weil die Wurzel nicht drin ist. The root is in the ego. The ego is always hungry. That's why we're grasping for more. Die Wurzel steckt im Ego und das Ego ist immer hungrig und deswegen gieren wir immer nach mehr. How do we get rid of this hunger? Wie werden wir diesen Hunger los? By resting in awareness. Indem wir in Bewusstheit ruhen. In Tibetan they have a word simba, which means satisfied, contented. In Tibetisch gibt es das Wort Simba, was so viel heißt wie befriedigt, zufrieden. Everything is a cause of satisfaction.
Alles ist eine Ursache für Befriedigung. Because it is what it is. Einfach weil es das ist, was es ist. And whatever it is just what we needed. Und was immer es ist genau das, was wir gebraucht haben. Because we don't have a personalized, individualized sense of lack. Denn wir haben keinen personalisierten, individualisierten Empfinden von Mangel. Most of the time in our ego formation, it is the specificity of the object which becomes the balm to the soul. Die meiste Zeit über für das Ego ist genau gerade diese Spezifizität, das Einzigartige am Objekt, das, was sozusagen für uns zum Balsam für die Seele wird. When I was a student in university, my ideal day would be like this. Als ich Student war, an der Universität, mein idealer Tag wie das. Get up at 10 o'clock. 10 Uhr aufstehen. Gradually make my way to the Meadow Bar, which opened at 11 o'clock. Allmählich meinen Weg finden zu der Bar, die um 11 aufmachte. A pint of Newcastle Brown, 20 Woodbine cigarettes and the Guardian newspaper. Und dann eine Pinte, pint of what? The Guardian newspaper. Woodbine cigarettes. Newcastle Brown is the beer. Newcastle Brown. Okay, also eine Pinte Newcastle Braunbier, dann eben die Zigaretten und die Guardian. Yeah, Woodbine cigarettes. The details are very important. Because it's completely obsessional. Also Woodbine-Zigaretten und Guardian. Das ist vollkommen wichtig, die Details, weil man ja da wirklich besessen ist. Because if I got to the bar and they've run out of this bottled beer, then what's wrong? Wenn ich dann nämlich zur Bar kam und sie hatten gerade dieses Bier nicht, dann war alles falsch. Meeting of four factors. This bar, this beer, these cigarettes, this newspaper. Also das war ein Zusammentreffen von 4 wichtigen Faktoren. Diese Bar, dieses Bier, diese Zigaretten, diese Zeitung. And this is the obsessional way in which our individual lack drives us to get what is just right. Und das ist dieser besessene Trieb, der uns sozusagen dazu antreibt, genau das zu bekommen, was sozusagen genau diesen Mangel dann zufriedenstellt. And this makes our activity very complicated because we go here to get the right shoes and we have to go to the other side of town to find a little shop that does just what we need. Das macht unser Alltag sehr kompliziert. Wir müssen zu diesem Laden gehen, um genau die richtige Art von Schuhen zu bekommen, und zu einem völlig anderen Laden am anderen Ende der Stadt, um eine andere Sache zu kriegen. So this craving is not a kind of non-specific, I need something. Dieses Begehren, dieses Gieren ist nicht etwas Unspezifisches in der Form, ich brauche irgendwas. It means we are looking for something in particular. Es bedeutet, dass wir nach etwas ganz Bestimmtem Ausschau halten. We know when people start to suffer from anorexia nervosa, Wenn Leute anfangen an Anorexia nervosa zu leiden, the urge to control becomes intense. dann wird der Drang zur Kontrolle sehr intensiv. If they're going to eat anything at all, it must be prepared in exactly the right way. Wenn sie überhaupt etwas essen sollen, dann muss es in genau der richtigen Art und Weise vorbereitet werden. Because they're controlling before the event. Denn sie kontrollieren es schon vor dem Ereignis. And this is paralleled by bulimia, Und das wird sozusagen begleitet parallel durch Bulimie, where you can eat any old shit, wo du jeden alten Scheiß essen kannst. but the control comes after the event by inducing vomiting and emptying out your stomach. Und du die Kontrolle dann erst im Nachhinein walten lässt, indem du kotzt und deinen Magen wieder entleerst. A lot of time is spent in getting it just right. Eine Menge Zeit wird damit verbracht, es genau richtig zu bekommen. And this comes because the ego starts to think that because I am like this, I need that to be like that. Und das kommt daher, dass das Ego sozusagen, weil es denkt, es muss so und so sein, auch die anderen Dinge so und so braucht. So in the next verse he says, Omahum Mahaguru Sarva Siddhihum.
Im nächsten Vers sagt er dann wieder, Omahum Mahaburu Sarvasvidhi Hum. The Buddhas have taught many powerful methods for removing the afflictions of the three poisons of anger, desire and stupidity. Die Buddhas haben viele mächtige Methoden gelehrt, die Plagen der drei Gifte von Zorn, Begierde und Dummheit zu beseitigen. That is to say, if you really come into Buddhism and you study and practice, you learn many, many methods. Es drückt aus, dass wenn man in den Buddhismus kommt und studiert und praktiziert, man dabei viele, viele verschiedene Methoden lernt. These are not insolvable problems. Das sind keine unlösbaren Probleme. But, he says, yet I am still overcome by the power of the subtle karmic traces that are so difficult to abandon. Please bless me by cutting the roots of bad actions. Er sagt dann aber, doch werde ich immer noch durch die Macht der subtilen karmischen Spuren überwältigt, die so schwer aufzugeben sind. Bitte segne mich mit dadurch, dass die Wurzel der schlechten Handlung durchschnitten wird. So, we've already talked a little bit about subtle traces. Karma leaves a trace because it functions on this two-stroke engine, like these noisy little motorbikes teenage boys like. Sorry. Okay. So, karma works on the basis of a dynamic of lack and excess. Das Karma funktioniert sozusagen auf der Basis von der Dynamik von Mangel und Überfluss. We want something, we have an intention. Wir wollen etwas, wir haben eine Absicht. Well, some of you know this very well, that there are 4 stages generally to karma. Viele von euch wissen das sehr gut, dass Karma 4 Stadien beinhaltet. The basis of karma is the belief in duality. Die Grundlage für Karma ist der Glaube an die Dualität. If you have no separation of subject and object as two entities, you cannot produce karma. Wenn du diese Trennung zwischen Subjekt als zwei getrennte Entitäten hast, wenn du die nicht hast, kannst du auch kein Karma produzieren. Because I'm here and you're there, weil ich hier bin und du bist dort, I can develop an intention towards you. Kann ich dir gegenüber eine Absicht entwickeln. My intention could be positive, to help you, or negative, to harm you or get something from you. Meine Intention, meine Absicht könnte positiv sein, ich will dir helfen, oder sie könnte auch negativ sein, ich will etwas von dir bekommen oder dir Schaden zufügen. You are or have something I want. Du hast oder bist etwas, was ich will. The third stage is that I bring my intention into action and I steal something from you or I'm kind to you or seduce you or whatever. Die dritte Stufe ist dann, dass wir diese Intentionen dann tatsächlich in Handlung umsetzen. Ich stehle etwas von dir oder ich gebe dir etwas oder ich verführe dich oder was immer es dann ist. In the fourth stage is I see what I have done and I'm happy that I did it. Die vierte Stufe ist, ich sehe, was ich getan habe und ich bin darüber glücklich, es getan zu haben. I have no regret or remorse. Ich habe keine Reue. So all my energy is aligned in this trajectory of my action. So dass die ganze Energie von mir ausgerichtet ist auf diesen Verlauf von Handlungen. If I feel regret, I start to undermine the impact. Wenn ich Reue oder Bedauern fühle, dann unterminiere ich die Wirkung. If at the moment of carrying out the action, I think, what am I doing? And I stop, that makes it less. Wenn ich im Augenblick der Ausführung der Handlung erkenne, was mache ich denn hier und ich die Handlung sozusagen abbreche, dann ist es weniger. If at the moment of the arising of the intention, I think, oh yeah, but I don't need to do that. Wenn ich aber im Augenblick schon im Augenblick des Aufkommens der Absicht sie erkenne und sage, ja, ich habe das, aber ich muss es ja nicht ausführen, then this moment of potential arousal becomes peaceful. dann wird diese momentane potenzielle Erregung wieder friedlich. But the structure out of which it manifested remains. Aber die Struktur, aus der sich das Ganze manifestiert hat, ist immer noch da.
So it is the function of duality that needs to be removed. Das ist also in der Tat die Funktion der Dualität selbst, die beseitigt werden muss. Because that's what's driving the action which has the consequence. Denn die ist es, die die Handlung antreibt, welche dann ihre Konsequenzen hat. Say my intention is to steal something from you. Angenommen, meine Absicht ist, dir etwas zu stehlen. And I steal your card and use it in a machine and take some money. Zum Beispiel, ich stehle deine Geldkarte und benutze sie in eine Maschine und hebe Geld ab. And you find out and you call the police and I get arrested. Du findest das heraus, du rufst die Polizei an und ich werde verhaftet. This brings me some difficulty, maybe I'm in prison for a bit, something bad happens to me. Das führt zu Schwierigkeiten für mich, vielleicht werde ich eingesperrt für eine Weile oder sonst irgendwelche Schwierigkeiten. This is the result of the action. Das ist das Resultat dieser Handlung. But the action also has a consequence, Aber die Handlung hat auch eine Konsequenz, which is a kind of subtle template of potential. und das ist so eine subtile Schablone eines Potenzials. And it's this which we normally refer to as karma. Und genau das ist das, was wir normalerweise als Karma bezeichnen. The word karma simply means activity. Karma bedeutet einfach das Wort Aktivität. So the activity is like operating cause and effect. Und diese Aktivität funktioniert von Ursache zu Wirkung. But say I'm hammering some nail into a wall. Sagen wir mal, ich haue da einen Nagel in die Wand. There's a cause and an effect. Es gibt da eine Ursache und dann eine Wirkung. But there's not really any karma, Das ist nicht wirklich irgendein Karma, except the most subtle notion of I am not the wall, I am not the nail, I am not the hammer, I am the agent making this happen. abgesehen von einer sehr subtilen Vorstellung davon, dass ich ja nicht die Wand und nicht der Nagel und nicht der Hammer bin. Ich bin das Agens, das diese Handlung umsetzt. But if I'm thinking to steal your money, Wenn ich aber daran denke, dein Geld zu stehlen, I'm having to be a bit sneaky. dann muss ich ein bisschen trickreich sein. I'm having to be furtive. Are you out of the room? Ich muss ein bisschen heimlich sein. Bist du schon draußen? Can anyone see what I'm doing? Sieht jemand, was ich tue? There's quite a lot of intense and secret or private activity going on. Da gibt es eine ganze Menge intensiver privater oder geheimer Aktivität, die vor sich geht. So this is like a submarine. It's moving under the water. Das ist ein bisschen wie ein U-Boot, das sich unter dem Wasserspiegel bewegt. We're putting a lot of mental and emotional energy into this project of carrying out the deception or the theft. Wir müssen eine ganze Menge mentale Energie in dieses Projekt hineinstecken, um diese Täuschung und diesen Diebstahl durchzuführen. And it's structured, I want your money, fuck you. Die Struktur hier ist, ich will dein Geld und du bist mir egal. I don't care about you. I care about your money. Mich interessierst du nicht, mich interessiert nur dein Geld. So this is cutting me off from you. Das ist etwas, was mich von dir abschneidet. You could say I'm stealing from you and that's quite intimate. Du könntest sagen, ich stehle von dir und das ist etwas Intimes. But it's a kind of intimate rejection. I don't want you, I want your money. Das ist eine intime Ablehnung. Ich will dich nicht, ich will nur dein Geld. So this is increasing the separation of subject and object. Das wird zu einer Verstärkung, Vergrößerung des Abstandes zwischen Subjekt und Objekt. If I decide to kill you and I'm going to stab you, that's quite intimate. I've got a knife in my hand and it's going into you. Your blood spraying onto me. Wenn ich sogar entscheide, dass ich dich töten will, dann ist es sehr intim. Ich muss das Messer nehmen, in dich hineinstecken, das Blut sprudelt auf mich. But actually subject and object are getting further apart. Aber Subjekt und Objekt entfernen sich noch mehr voneinander. Because as a person, you're not a dead object, you're a subject. Your subjectivity and my subjectivity are not being held together. Denn als Person bist du kein totes Objekt, du bist etwas Lebendiges, ein Objekt und mein Subjekt und dieses Objekt werden sehr weit auseinandergehalten. So this is the energetic formation which gives rise to the karma.
Das ist die energetische Formierung, die Karma aufkommen lässt. That you've done something. Dass du etwas getan hast. After the war in former Yugoslavia, many immigrants came from that area into Britain. Nach dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien sind viele Emigranten nach England gekommen. I would be walking down where I live in quite a poor part of London, and I'd be walking down the street and you see these guys and you feel in your body, you think, wow, there is some dark history on this person. The look on the face. This person has death all over them. Und man lief die Straße runter. James lebt in einem recht armen Teil von London. Man lief die Straße runter und da waren diese Burschen, wenn man sie angeschaut hat, dann hat man sofort das Gefühl gehabt, da ist eine Menge dunkle Geschichte hinter ihnen, da ist sozusagen der Tod überall. Many people arrive with a very intense feeling of having done terrible things. Viele Leute kommen an mit einem sehr intensiven Gefühl, schreckliche Dinge getan zu haben. This is the quality that leads into negative consequences of the action. Das ist die Qualität, die zu den negativen Konsequenzen von Handlungen führt. Maybe nobody accuses you of war crimes and it looks like you got away with it. Vielleicht wird dich niemand wegen Kriegsverbrechen anklagen und es hat den Anschein, als wärst du sozusagen davongekommen. But there's a kind of shaping inside yourself, a contortion, a vibration, which is set in motion by these intense activities. Aber da ist eine Formung in einem selber, eine Verzerrung, Verdrehung, eine Vibration, die sozusagen in Bewegung gesetzt wird durch die Handlung, die du ausgeführt hast. When we do an action, confession and regret and realizing I shouldn't have done that is very important. Wenn wir eine Handlung begehen, dann ist das Bekennen und Bedauern, die Reue über diese Handlung, die Erkenntnis, ich hätte sie nicht tun sollen, sehr, sehr wichtig. Because this vibration of your current pattern, which seems to shoot ahead of you in time, and one day will come back to meet you like a boomerang. Und diese Vibration, die scheint sozusagen wie von dir ausgeschleudert zu werden, sozusagen der Zeit voraus und wird sich irgendwann mal umwenden und wie ein Bumerang zu dir zurückkommen. This can be lessened by realizing I shouldn't have done that. Diese Wirkung kann vermindert werden, wenn ich realisiere, dass ich das nicht hätte tun sollen. But the subtle traces are the habitual formations that normalize the doing of activities which are not helpful. I didn't understand this. Okay, so the subtle trace arises from the normalizing of these negative actions. Okay. Und die subtilen Spuren selbst, die entstehen dann aus dem Normalisieren, also sozusagen zur Normalität machen von den negativen Handlungen, die man durchgeführt hat. So if somebody likes to drive very fast and cut in front of other drivers, Wenn jemand also zum Beispiel sehr gerne sehr schnell Auto fährt und anderen den Weg abschneidet. I like to drive fast. I don't crash, it's good. Sie sagen, ich mag es gerne schnell zu fahren, ich mache ja keinen Unfall, ist alles gut. But clearly they're producing some kind of shock in other people. Aber klarerweise erzeugen sie in anderen Leuten durchaus ein Gefühl von Schock. When this is disregarded, this is a subtle kind of karmic formation. Wenn das nicht berücksichtigt wird, dann ist es eine Art subtile karmische Formierung. Because it's the disowning of the impact of my action on the others. Denn das ist sozusagen ein Leugnen der eigenen Zuständigkeit für die Wirkung meiner Handlungen auf andere. Which is why connection with other people, including other people in our meditation practice, doing the exchange of good for bad in the Tonglen practice and so on is very important. Das ist der Grund, warum die Verbindung zu anderen Menschen, die
Das Einschließen anderer in der eigenen Praxis und auch das Austauschen von gut gegen schlecht in der Tonglen-Praxis alles sehr wichtige Dinge sind. So, when we sit in the meditation, Wenn wir also in der Meditation sitzen, who is sitting? wer sitzt da? Thoughts and feelings arise and say, me, I'm the one that's sitting. Gefühle und Gedanken und Empfindungen kommen auf und sagen dir, ich bin es, der sitzt. Neither merging with that thought nor rejecting it, it goes free. Wenn wir mit diesen Gedanken nicht verschmelzen, aber sie auch nicht ablehnen, dann gehen sie frei. Then we see that the openness of awareness and what is emerging in it are non-dual. They are not two separate things. Dann können wir erkennen, dass die Offenheit der Bewusstheit und das, was darin erscheint, was auftaucht, untrennbar sind, nicht dual sind. Sie können nicht voneinander getrennt werden. And this is dissolving the root of negative karmic situations. Und das heißt dann das Auflösen der Wurzel der negativen karmischen Situationen. The root of bad actions is a separation of subject and object as two entities. Denn die Wurzel von schlechten Handlungen ist die Trennung von Subjekt und Objekt, als ob sie zwei getrennte Entitäten wären. Who are you? Wer bist du also? If you're out here and someone's walking towards you, who is coming towards you? Wenn man da draußen ist und jemand kommt uns entgegen, wer ist es, der uns entgegenkommt? In a sense, that's a second order question. In gewisser Weise ist es eine zweitrangige Frage. The first order question is, what is coming towards me? Die erstrangige Frage ist, was kommt mir entgegen? Color and shape in motion. Das ist Farbe und Form in Bewegung. The body's swaying slightly as the legs progress. Der Körper schwankt leicht, wie die Beine vorwärts gehen. There is shape and color. Form und Farbe. We say person. Es sind wir, die sagen Person. We say man, woman, young, old, and so on. Wir sagen ein Mann oder eine Frau, jung oder alt und so weiter. Shape and color. Form und Farbe. The trees are shape and color. Bäume sind Form und Farbe. We say tree. Wir sagen zu ihnen Baum. I say tree to the tree. Ich sage Baum zum Baum. No, I say tree to the projection from me. Nein, ich sage Baum zu der Projektion von mir. I never reach the tree. Ich kann den Baum nicht erreichen. You can never reach the tree with your thought. Du kannst den Baum niemals mit den Gedanken erreichen. What you will arrive at is your thought. Wo du hinkommst, ist wieder dein Gedanke. Thought catches thought. Gedanke fängt Gedanke. What is the cry of the hurt lover? Was ist der Schrei des verletzten Liebhabers? But I thought you loved me. Aber ich habe gedacht, du liebst mich. Yeah, you thought that, stupid fucker. Ja, du hast es gedacht. Yeah, it's hard. It's hard. It was an idea. Das ist hart, das war eine Idee. I love you is an idea. Ich liebe dich ist eine Idee. Formulated by feeling tone. Die wird formuliert durch eine Gefühlstönung. It is a creation. It's a gesture of connection. Eine Schöpfung, eine Geste der Verbindung. It doesn't buy you a bag of beans. Es kauft dir keinen Sack Bohnen. From the Buddhist point of view, why people stay together or not is the karma. Vom buddhistischen Standpunkt aus ist die Frage, warum Leute zusammenbleiben oder nicht zusammenbleiben, ihr Karma. Some people meet in school and stay together for the whole of their life. Manche Leute begegnen sich schon in der Schule und bleiben ihr ganzes Leben lang zusammen. Other people meet and they're a bit drunk and they have sex and then they part and the woman finds she's pregnant and they have some complicated relation over many, many years. Andere wieder treffen sich irgendwo im Erwachsenenalter, sind ein bisschen betrunken, haben Sex miteinander. Dann findet die Frau raus, dass sie schwanger ist und so haben sie dann eben über viele Jahre eine komplizierte Beziehung. These situations are not shaped by human clear decisions. They are the manifesting of the patterns which are moving through us and leading us into these forms of impulsivity.
Die Situationen werden weder geformt noch nicht geformt durch irgendwelche klaren Entscheidungen, die wir treffen, sondern sind Manifestationen von irgendwelchen Tendenzen, die als Formung von Mustern aufkommen und zu einer bestimmten Form von Impulsivität führen. And this is why, when we're thinking about Dharma, it's very important to be able to use ordinary language, vulgar language. Wenn man also über den Dharma denkt, ist es durchaus sehr wichtig, auch eine vulgäre Sprache benutzen zu können. Life is neither holy nor contemptible. Das Leben ist weder heilig noch verachtenswert, But it presents itself. sondern es stellt sich selbst dar. So, when we stay in a meditation, who is meditating? Wenn wir also in Meditation sind, wer meditiert denn? This is what we can stay close to again and again. Das ist eine Frage, bei der wir eng bleiben können, in vielen Wiederholungen. No meditation, no meditator. Keine Meditation, kein Meditierender. Sometimes Dzogchen is called the path of non-meditation. Das wird Dzogchen auch als der Pfad der Nicht-Meditation bezeichnet. Because meditation is not a technique to go somewhere else, Denn Meditation ist keine Technik, um irgendwo anders hinzugelangen, but it's a ever-increasing allowing of things as they are. sondern es ist ein stets zunehmendes Gestatten, dass sich die Dinge so zeigen, wie sie sind. Okay, so let's do a little more sitting. Lass uns ein bisschen mehr sitzen. Time before food, and as before, you can go outside, looking at flowers and leaves and trees. Es gibt ein bisschen Zeit vor dem Abendessen und wie zuvor könnt ihr einfach rausgehen, ein bisschen umhergehen, Blumen, Bäume, Blätter anschauen Practice receptivity. und die Empfänglichkeit praktizieren. If you imagine, it's indicated that in your heart is this door that opens into infinite space. Man kann sich vorstellen, dass in unserem Herzen sich eine Tür öffnet, die offen ist für den unendlichen Raum. The light comes in through your eyes and dissolves in this. Sound coming in your ears comes into this and dissolves. Licht kommt in unsere Augen und löst sich in diesem Raum auf. Klang kommt in unsere Ohren und löst sich in diesem Raum auf. So it's not like there's a pot inside that fills up. Es ist also nicht so, dass da irgendwie ein Topf drinnen ist, der sich auffüllt. So you can take more of this leaf and more and more, Dass man mehr und mehr davon aufnehmen kann. allowing the leaf to show itself and show. Dem Blatt gestatten, sich zu zeigen und zeigen. And whenever you find yourself telling the leaf what it is, giving it a story and interpretation, Und wann immer wir feststellen, dass wir dem Blatt sagen, was es ist und eine Geschichte erzählen und eine Interpretation geben, you can relax into a long, slow out breath and then welcome what is occurring. und dann können wir in eine lange Ausatmung entspannen und dann wieder sehen, was erscheint. In this way you collapse the separation of subject and object. Auf diese Weise kollabiert die Trennung zwischen Subjekt und Objekt. It's not you as an ego self examining the leaf and comparing and contrasting it to something else. Es ist nicht also wir als ein Ego selbst, das die Blätter untersucht und kontrastiert und vergleicht mit irgendetwas anderem, But the world is giving a gift and you're receiving the gift. sondern die Welt gibt uns ein Geschenk und wir empfangen dieses Geschenk. You can try that and see how you get on. And then we have food at 7 and at 8 o'clock we meet again in here for some more practice. Und dann wir können das probieren, wie es geht, und dann um 7 ist dann Abendessen und um 8 treffen wir uns hier zur weiteren Praxis. Okay.
machen jetzt ein bisschen zusätzliche Praxis. And then just say a little bit about the normal kind of problems which can arise in practice. Und ich werde ein bisschen etwas sagen über die normalen Probleme, die in der Praxis aufkommen können. In the Simply Being book, there are 3 chapters which deal with meditation problems. In dem Buch Simply Being oder im Effekt eines tibetischen Yogis gibt es 3 Kapitel, die mit Problemen in Meditation umgehen. And they all have the same orientation. Und sie haben alle 3 die gleiche Orientierung. The big problem is the hope to gain something. Das große Problem ist die Hoffnung, irgendetwas zu gewinnen. Now, of course, when you read general Mahayana books, for example, the one I mentioned, Gampopa's Jewel Ornament of Liberation, Natürlich, wenn man allgemeine Mahayana-Bücher liest, zum Beispiel eins, das er schon erwähnt hat, Gampopas Juwelenschmuck der Befreiung, you get a description of the 10 stages of the Bodhisattva path. dort bekommt man eine Beschreibung der 10 Stufen des Bodhisattva-Weges. Which are linked with 5 ways. Und diese sind dann mit den 5 Pfaden verknüpft. And it's a program of progressive development. Und es ist ein Programm für eine fortschreitende Entwicklung. And in the Gelugpa sect, there's a great emphasis on Lamrim, on the stages of the path. Und auch in der Gelugpa-Sekte gibt es einen großen Schwerpunkt auf Lamrim, den Stufen des Weges. That you should start at the beginning and work your way through. Dass du nämlich am Anfang sozusagen, am Beginn anfangen solltest und dann deinen Weg hindurch arbeiten solltest. Dzogchen approach is different. Der Ansatz von Dzogchen ist anders. You have to start where you are. Du musst beginnen, wo du bist, because you want to arrive where you are. denn du willst auch dort ankommen, wo du bist. And you don't need to travel anywhere else to find where you are, because it's where you start from. Und du brauchst auch nicht woanders hin zu reisen, um herauszufinden, wo du bist, denn das ist ja dort, wo du auch anfängst. You're sitting, you're breathing in and out, something is happening. Du sitzt, du atmest und irgendetwas geschieht. Who is the one who is experiencing this? Wer ist derjenige, der das alles erfährt? This is the mind. Es ist der Geist. If you observe the mind, you create duality in your system. Wenn du den Geist beobachtest, dann erzeugst du eine Dualität in deinem System. Therefore, we need to relax into awareness. We need to be aware. Das heißt, wir müssen uns in die Bewusstheit entspannen. Wir müssen bewusst, Being, wir müssen uns gewahr sein. being aware is not the same as being conscious. Und Gewahrsein ist nicht das gleiche wie Bewusstsein zu haben. Consciousness arises with its object. Das Bewusstsein entsteht gemeinsam mit seinem Objekt, Awareness is present whether there is an object or not. während Gewahrsein oder Bewusstheit ist anwesend, ob es da ein Objekt gibt oder nicht. So we're just sitting. Wir sitzen also einfach. We're sitting, the usual boring thoughts are going on. Wir sitzen und die normalen, gewöhnlichen, langweiligen Gedanken laufen da auch durch. What am I doing? Was mache ich denn da eigentlich? I'm supposed to be meditating, but this is just, I could be sitting on the sofa at home. Es heißt, ich soll ja meditieren, aber eigentlich, so wie es läuft, könnte ich genauso gut auf dem Sofa zu Hause sitzen. Of course, you could do it at home, sitting on the sofa. Natürlich könntest du das machen, indem du zu Hause auf dem Sofa sitzt. We're not doing something artificial. We're not making something special happen. Wir machen hier nichts Künstliches, wir versuchen nicht irgendetwas Besonderes geschehen lassen. There are many kinds of active practices in Tibetan Buddhism where you can make special sounds or get up and make special movements. You recite many different things. These are practices that work with energy. Im tibetischen Buddhismus gibt es sehr viele verschiedene Praktiken, wo man sich einer ganz speziellen Aktivität hingibt. Man könnte darin dann zum Beispiel aufstehen und bestimmte Bewegungen ausführen oder man könnte bestimmte Dinge rezitieren
Das sind alles Formen der Praxis, die mit der Energie arbeiten. But we are concerned with space. Wir aber beschäftigen uns hier mit dem Raum. The spaciousness of the mind within which the energy is moving. Das ist die Raumhaftigkeit des Geistes, innerhalb derer die Energie sich bewegt. All energy is in space. Jedwede Energie befindet sich im Raum. There's no energy that's more in space than any other Es energy. gibt keine Energie, die mehr im Raum ist als irgendeine andere. This is the basic understanding. Und das ist das grundlegende Verstehen. Because if you see that, then you don't have to try to get a different kind of energy. Denn wenn du das erkennst, dann brauchst du nicht den Versuch zu unternehmen, irgendeine andere Art von Energie zu bekommen. Sometimes we're sad. Manchmal sind wir traurig We might be distracted. oder wir sind abgelenkt We might be bored. oder gelangweilt, We might be angry. zornig, Feel trapped. wir fühlen uns in der Falle Excited. Dreaming of some loved one somewhere else. oder euphorisch oder wir träumen von irgendeinem Geliebten oder von irgendwas anderem. All kinds of experiences can arise. Alle Sorten von Erfahrungen können aufkommen. All of these experiences are inseparable from space. Alle diese Erfahrungen sind vom Raum untrennbar. This is how space shows itself. Und das ist die Art und Weise, wie sich der Raum zeigt. As with the familiar example of the mirror, when you look in a mirror, you don't see the mirror, you see the reflection. Wie mit dem vertrauten Beispiel eines Spiegels, wenn du in den Spiegel schaust, siehst du nicht den Spiegel, sondern du siehst die Spiegelung. The mirror is paradoxical. Der Spiegel ist paradox. The mirror shows itself by showing itself as something which it is not, and yet it is. Der Spiegel zeigt sich selbst, also indem es etwas zeigt, das es nicht ist und zugleich auch ist. The mirror shows its emptiness by filling itself with something else. Der Spiegel zeigt seine Leerheit, indem es sich mit anderem anfüllt. If the mirror was already full, it couldn't do that. Wenn der Spiegel bereits voll wäre, könnte er das ja nicht mehr machen. A painting is full of itself, Ein Gemälde ist voll seiner selbst. so it can't fill itself with anything else. Das heißt, es kann sich nicht mit irgendetwas anderem anfüllen. But the mirror doesn't have its own content, Der Spiegel aber hat keinen eigenen Inhalt. so it shows these formations of energy, Er zeigt also diese Formierung von Energie, which it is not. die es ja nicht ist. Because if the energy formation is sad, if the energy formation is happy, you can't really say my mind is sad or happy. Denn wenn die Energieformierung traurig oder glücklich ist, kann man nicht wirklich sagen, mein Geist ist traurig oder glücklich. Although we say that in our ordinary language use, it's imprecise. Obwohl wir das natürlich in unserer gewöhnlichen Sprache sagen, aber das ist eigentlich ungenau. Sadness or happiness or excitement is arising in the mind. Traurigkeit, Glück oder Aufregung, das alles entsteht im Geist. The clarity of the mind is the showing of the happiness or the sadness. Die Klarheit des Geistes ist eben dieses Zeigen von Glück oder Traurigkeit. So, the reflection in the mirror is the mirror because it's in the mirror. Die Spiegelung im Spiegel ist der Spiegel, weil sie sich im Spiegel befindet. It's how the mirror is at this moment. Das ist die Art und Weise, wie der Spiegel gerade in diesem Moment ist. It's not a permanent content, but it is in this moment. Es ist kein permanenter Inhalt, aber es ist der Inhalt in diesem Augenblick. So we're sitting together in this room. Wir sitzen also zusammen in diesem Zimmer. It's been quite a long day, maybe a bit tired. Es war ein langer Tag und vielleicht sind wir ein bisschen müde. We feel this. Wir spüren das. This is our experience. Das ist unsere Erfahrung. Now we have to meditate. Und jetzt müssen wir meditieren. Think, why would we want to do that? Just relax and have a drink or sit outside. Dann können wir denken, wozu sollten wir das eigentlich machen? Es wäre doch viel besser, sich einfach zu entspannen, was zu trinken zu kriegen und da draußen schön zu sitzen. I like to meditate when I feel fresh. Ich mag es gerne zu meditieren, wenn ich mich frisch fühle. So now we're going to start our meditation on the basis of prejudice. Und damit beginnen wir aber unsere Meditation sozusagen auf der Grundlage eines Vorurteils. Meditation is simply hospitality. Meditation ist aber einfach schlicht gesprochen Gastfreundschaft. I'm tired. Ich
bin müde Therefore, tiredness will be a feature of the meditation. und deswegen wird die Müdigkeit ein Aspekt oder ein Merkmal dieser Meditation sein. I'm agitated. Agitation will be a feature of the meditation. Ich bin aufgebracht, erregt und dann wird eben diese Erregung ein Aspekt dieser Meditation sein. So the key thing is we're not trying to change the patterning of the energy of the manifestation. Der Schlüsselpunkt hier ist, dass wir gar nicht erst den Versuch unternehmen, die Energie oder die Musterbildung der Energie zu verändern, But to see that the energy manifests from the ground openness. sondern wir sehen, dass die Energie sich aus der Grundoffenheit manifestiert. It is the gift of the ground. Es ist sozusagen das Geschenk des Grundes an uns. It's there and then it vanishes. Es ist da und dann verschwindet es. If something is arising, there must be a mind. Wenn irgendetwas aufkommt, muss es einen Geist geben. As far as we know, the wall is not having experience. Sofern wir es wissen, hat die Wand zum Beispiel keine Erfahrung. We can experience the wall, but the wall doesn't experience us. Wir können die Wand erfahren, aber die Wand erfährt nicht uns. You have to have a mind and a capacity for the arrival and registering of experience in order for something to occur. Wir brauchen einen Geist und die Fähigkeit, sozusagen Erfahrung zu registrieren, damit irgendetwas erscheinen kann. So, when we sit in the practice, however the mind is, Wenn wir also in der Praxis sitzen, wie auch immer der Geist geartet ist, not merging into it, not fusing with it, versuchen wir nicht damit zu verschmelzen, damit uns zu vereinen and not trying to push it away or change it. Wir versuchen aber auch nicht, es wegzudrängen oder es zu verändern. We stay present with it. Wir bleiben gegenwärtig damit. In Tibetan you say Todtmoos, which means kind of on the point of. Tibetisch heißt das Todtmoos, was so viel heißt wie auf dem Punkt von. It'd be like if you were playing music, you have the beat and you can be exactly on the beat. Es ist ein bisschen wie wenn man Musik spielt und man hat den Schlag des Rhythmus und wenn man dann wirklich exakt auf dem Schlag spielt. Not ahead of it, not behind it, but with it. Nicht davor, nicht danach, sondern genau drauf. So, when the experience is arising, don't hold yourself apart from it. Wenn also Erfahrungen entstehen, dann versucht euch nicht sozusagen davon zu distanzieren. We tend to do this because we're staying inside a notion that my mind is in my body or in my head. Wir neigen dazu, das zu tun, weil wir die Vorstellung haben, dass unser Geist irgendwie in dem Körper oder sogar im Kopf ist. Is your mind in your head? Aber ist unser Kopf wirklich der Behälter für den Geist? Maybe your head's in your mind. Vielleicht ist es umgekehrt, vielleicht ist unser Kopf in unserem Geist. If your head's not in your mind, you bang it on the door when you go out. Wenn unser Kopf nicht in unserem Geist ist, dann würden wir den, wenn wir rausgehen, da anschlagen. Your head, your arms, your legs, your toes, these are experiences. Unser Kopf, unsere Hände, unsere Arme, unsere Zehen, das sind alles Erfahrungen. Appearance and emptiness. Erscheinung mit Leerheit. This is a different view of the world from what you get at school. Das ist natürlich eine ganz andere Sichtweise von der Welt als das, was man in der Schule lernt. So when it says relax and open, it means let go of all your convictions that you know how this self and this world operate. Wenn es also heißt, entspanne und öffne dich, dann heißt es eigentlich, genau gesagt, lass los von all deinen Überzeugungen zu wissen, wie du selbst und wie die Welt funktioniert. We're moving from knowing to seeing, Wir bewegen uns sozusagen vom Wissen zum Sehen, from assuming to being present with. von Annahmen zur Gegenwärtigkeit mit den Dingen. So, you simply relax here. Wir können also einfach entspannen und hier sein. Whatever occurs, just allow it to be there. Und was immer dann erscheint, gestatten wir, dass es einfach da ist. Allow it to be means don't interfere. Und gestatten heißt hier, greif nicht ein. But where am I when I'm not interfering? Aber wo bin ich denn eigentlich, wenn ich nicht eingreife? We're not becoming the wallpaper and saying, I don't want to intervene.
Da ist nicht so, dass wir die Tapete werden, die nicht eingreifen will. You are exactly with what is arising. Wir bleiben einfach genau damit, was aufkommt. Not in it, Nicht da not drin, apart from it, nicht weg von, with it. mit. The experience is arising in the mind. Die Erfahrung entsteht im Geist, It's occurring. sie erscheint. If you stay with the arising, it will show you your mind. Wenn du mit dem Erscheinen zusammenbleibst, dann wird sie dir deinen Geist zeigen. When the text says the mind is unborn, it's not a thing. Wenn also im Text heißt, der Geist ist ungeboren und kein Ding, Well, if you look around the room, many things here. wenn man sich im Zimmer umschaut, dann gibt es viele Dinge hier. And everything is somewhere. Und jedes Ding ist irgendwo. The quality of thingness is it has to be located. Die Qualität von Dinglichkeit ist, dass das Ding irgendwo sein muss, irgendeinen Platz haben muss. But awareness isn't a thing. Aber die Bewusstheit ist kein Ding. You find the experience emerging in the mind. Du findest, dass die Erfahrung im Geiste heraustritt. When it says the mind is like space, this is true. Und daher, wenn es heißt, der Geist ist wieder Raum, dann ist es wahr. How can I be space? Wie kann ich aber Raum sein? Well, be what you are, which is space. Sei einfach, was du bist, und das ist Raum. If you try to do it, you make it artificial. Wenn du versuchst, es zu sein, dann machst du es künstlich. Stay present with what is arising. Bleibe gegenwärtig mit dem, was erscheint. The arising is passing, the arising is passing. Die Erscheinungen vergehen. It's arising and passing in the space of awareness. Und das ist ein Erstehen und Vergehen im Raum des Gewahrseins. If you stay on the point of the arising, this is where awareness is. Otherwise, you wouldn't have any sense that anything is occurring. Wenn du mit dem Punkt des Erscheinens bleibst, dann ist es genau da, wo die Bewusstheit ist. Denn wäre sie nicht da, dann würde überhaupt nichts aufkommen. So the practice is to return again and again exactly to the point of emergence. Das heißt, die Praxis hier ist, wieder und wieder zurückzukehren zu dem Punkt des Aufkommens. So say, for example, you hear some noise on the far hill. Angenommen, wir würden von dem entfernten Hügel hier einen Lärm hören. Some vehicle is going down the hill. Ein Geräusch eines Fahrzeugs zum Beispiel. You're sitting, Wir sitzen, the noise arises. das Geräusch entsteht. If you're present with the noise, your mind is with the noise. Wenn du gegenwärtig mit dem Geräusch bist, dann ist dein Geist mit dem Geräusch. You don't have to send your mind from here to there. Du musst also deinen Geist nicht von hier nach dort senden. As soon as the noise arises, your awareness is revealing the noise where it is. Sobald das Geräusch entsteht, enthüllt unser Geist oder unsere Bewusstheit das Geräusch dort, wo es ist. This is what it means when it says the mind is direct. Und das ist das, was es bedeutet, wenn man sagt, der Geist ist unmittelbar, Unimpeded, ungehindert, instant. instantan. It's not constructed, built up step by step. Es ist nicht etwas Konstruiertes, was Yes, Schritt für Schritt aufgebaut wird. Sorry, if an airplane goes overhead, Wenn ein Flugzeug drüber fliegt, from the position of thinking, we think, well, it's very high in the sky, I'm down here, I'm hearing the sound coming down into my head. von diesem Standpunkt könnte man denken, ach ja, das ist sehr hoch im Himmel und macht ein Geräusch und ich höre dieses Geräusch hier unten. This is a familiar interpretation based on the sequencing of thoughts. Das ist eine gewohnte Interpretation, die auf einer Aneinanderreihung von Gedanken beruht. Sitting, and we hear sound gets louder. Wir sitzen da und wir hören diesen Klang, der da immer lauter wird. If we stay present with the sound, where is awareness? Wenn wir also mit dem Klang gegenwärtig bleiben, wo ist Bewusstheit? It's directly there with the sound. Sie ist direkt dort mit dem Klang. Oh, but I feel my body. Aber ich fühle meinen Körper. The body is with awareness. Der Körper ist auch mit der Bewusstheit. Now I see someone moving in the room.
Jetzt sehe ich jemanden, der sich im Zimmer bewegt. Everything arises at once. Alles kommt sozusagen gleichzeitig an. Because the mind is like the sky, that you don't have to jump from one thing to another to another. Da der Geist wie der Himmel ist, müssen wir nicht von einem Ding zum nächsten springen. This is the seamless uninterruptedness of the flow of experience. Das ist dieser nahtlose, ununterbrochene Fluss von Erfahrung. There's a short saying in Tibetan, Kewame Pagakpame, which means the mind is unborn and unceasing. Diese kurzen Ausspruch in Tibetisch, Kewamepa Gakpame. Gakpame, und das heißt, der Geist ist ungeboren und unaufhörlich. It's unborn because you can't find it. Es ist ungeboren, weil wir ihn nicht finden können. And yet its energy is ceaselessly arising and it's always where its energy is. Und dennoch entsteht seine Energie unaufhörlich und er ist dort, wo die Energie ist. So don't try to catch the uncatchable mind. Versucht also nicht den ungreifbaren Geist zu greifen. We read again and again, it's not a thing, but if we go looking for it as if we're trying to find something, we never find it. Wir lesen immer wieder, dass der Geist kein Ding ist, aber trotzdem gehen wir los und versuchen es so zu ergreifen, als wäre ein Ding, aber da werden wir nie was finden. So, whenever you have doubts or you think my mind is full of jealousy or pride or I'm too tired or I can't be bothered, Wann immer wir Zweifel haben oder wenn wir denken, mein Geist ist voller Eifersucht oder ich bin zu müde oder ich möchte in Ruhe gelassen werden, without merging into the semantic content of what is occurring, ohne mit diesem semantischen Inhalt dessen, was da erscheint, zusammenzufallen, without trying to get rid of it, ohne zu versuchen, es loszuwerden, it just is. es ist einfach. It just is. Es ist einfach. It's like this. So wie es ist. No. Depression is the radiance of the mind. Also auch Depression ist die Strahlkraft des Geistes. Jealousy is the radiance of the mind. Eifersucht ist die Strahlkraft des Geistes. When you see it emerging from the ground, when you see the emptiness of the emergence of the appearance, Wenn wir es sehen, wie es aus dem Grund auftaucht, wenn wir es als das Auftauchen von Erscheinungen sehen, you're finding gold in the land of gold. dann finden wir Gold im Goldland. Some gold arises in the form of despair, some of tiredness, some of happiness, some of faith. Manches Gold erscheint als Verzweiflung, manches als Müdigkeit, manches als Glaube. It's all empty. Ist alles leer. If you see the emptiness, you don't need to turn a bad thought into a good thought. Wenn wir Leerheit sehen, brauchen wir einen Gedanken nicht in einen schlechten Gedanken oder umgekehrt zu verwandeln. This is the unique special teaching of Dzogchen. Und das ist die ganz besondere, einzigartige, spezielle Unterweisung von Dzogchen. It's not concerned with development. Beschäftigt sich überhaupt nicht mit Entwicklung. If you recognize the ground, everything goes free because everything is the child of the ground. Wenn du den Grund erkennst, dann wird alles frei, denn alles ist das Kind des Grundes. Orphan refugees wander all over the earth because they can't find their mother. Oft wandern die Flüchtlinge über die ganze Welt, weil sie ihre Mutter nicht finden können. If they find the mother, they are safe. Wenn sie ihre Mutter finden, dann fühlen sie sich sicher. The mother is the mind itself. Aber die Mutter ist der Geist selbst. Everything which arises is an orphan. Und alles, was erscheint, ist sowieso schon ein Waisenkind. The ego is an orphan. Das Ego ist ein Waisenkind. But by now it's a very streetwise orphan. Very? By now, by this time, it's a very streetwise orphan. What is Streetwise means can survive on the street like Okay. a poor Aber child. im Moment ist das Ego sozusagen ein Straßenkind, das sich zurechtfinden kann. Knows how to steal, Weiß, wie man stiehlt, to get some cigarettes, to be devious, because it has to survive. wie es Zigaretten auftreiben kann, wie es sozusagen etwas raffiniert betrügen kann. When we come down to the basics, our ego says, nobody's going to take care of me, I'm for myself. Wenn wir sozusagen zur Basis kommen, dann sagt das Ego, niemand will sich um mich kümmern, ich muss mich um mich selber kümmern. So
Every time we open into the spaciousness, the mother is calling. It's okay, it's okay. Jedes Mal, wenn wir uns dieser Raumhaftigkeit gegenüber öffnen, dann ruft die Mutter uns, versichert uns, dass alles in Ordnung ist. You're here. Du bist hier. You've never left home. Du hast das Zuhause nie verlassen. You're in bed having a nightmare. Du bist im Bett und hast einen Albtraum. Wake up, you're safe. Wach auf, du bist sicher. So this is the function of the meditation. Das ist die Funktion der Meditation. Okay, so we do some sitting and then we end for the day. Wir machen ein bisschen Sitzen jetzt und dann machen wir für den Tag Schluss.